Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In diesem Video erkläre ich euch die Bedeutung von unterschiedlichen Verben mit kaufen. Zum Beispiel ankaufen, nachkaufen, leerkaufen, weiterverkaufen. Du bekommst natürlich immer verschiedene Beispiele, wie du die Verben beispielsweise im Alltag, auf der Arbeit oder vielleicht auch an der Universität verwenden kannst. Und zwischendurch lernst du bei mir natürlich auch immer ein paar umgangssprachliche Ausdrücke. Also bleib dran. Und an alle neuen Gesichter, herzlich willkommen. Mein Name ist Jule, ich bin zertifizierte TELC-Prüferin, Deutschlehrerin und Muttersprachlerin. Und wenn du auf der Suche bist nach einem Deutschkurs, dann schau unbedingt auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du immer die neuesten Informationen zu meinen Deutschkursen. Aber jetzt, los geht's! Ich denke, das Verb kaufen kennt ihr bereits alle. Zum Beispiel, ich habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft. Umgangssprachlich benutzen wir das Verb kaufen, jedoch auch, wenn wir jemanden schmieren. Zum Beispiel, er hat den Beamten gekauft. Ich habe bereits ein anderes Video veröffentlicht, wo ich euch verschiedene Alternativen für das Verb kaufen vorgestellt habe. Ich verlinke euch das Video, dann könnt ihr euch das gerne nach diesem Video anschauen. Daher lasst uns jetzt direkt mit den verschiedenen Verben, die kaufen als Grundverb enthalten, starten. Das Verb abkaufen hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. Zum einen können wir das Verb verwenden, wenn wir etwas, was vielleicht eine andere Person schon länger besitzt, von dieser Person kaufen. Zum Beispiel, mein Fahrrad wurde leider vor einiger Zeit gestohlen. Gestern habe ich meinem Nachbarn sein altes Fahrrad abgekauft. In dieser Situation bin ich also nicht einfach in ein Geschäft gegangen und habe mir dort ein neues Fahrrad gekauft, sondern ich habe von einer Privatperson sein bereits gebrauchtes Fahrrad gekauft. Zum anderen kann das Verb abkaufen jedoch auch bedeuten, dass wir jemand anderem glauben oder dass wir jemand anderem vertrauen. Zum Beispiel, ich kaufe dir wirklich nicht ab, dass du heute Abend noch zum Sport gehen wirst. Oder auch, viele Personen kaufen mir nicht ab, dass es möglich ist, dass man innerhalb von 10 Monaten die Levels A1 bis C1 beenden kann. Es ist nämlich durchaus üblich, dass wenn man Intensivkurse besucht, dass man es schafft, innerhalb von 10 Monaten die Sprachlevels zu beenden. In den beiden Beispielen bisher ging es also darum, dass uns eine andere Person etwas nicht geglaubt hat. Wenn du aktuell zur Schule gehst oder vielleicht eine Sprachschule besuchst, dann könntest du auch folgenden Satz sagen. Die Hausaufgaben waren sehr schwierig. Zum Glück hat mir meine Lehrerin abgekauft, dass ich wirklich versucht habe, die Hausaufgaben zu machen. In dieser Situation hat die Lehrerin dann also mir geglaubt, dass ich wirklich mein Bestes gegeben habe. Man könnte hier also auch sagen, dass die Lehrerin so viel Vertrauen in mich hat, dass sie mir wirklich abkauft, dass ich in dieser Situation nicht gelogen habe. Das Verb ankaufen wird vor allem genutzt, wenn wir größere Mengen von etwas kaufen. Beispielsweise, wenn ein Händler bestimmte Güter in einer sehr großen Menge kauft. Zum Beispiel, der Supermarkt kauft frisches Gemüse von den lokalen Bauernhöfen an. Der Supermarkt kauft hier also sehr große Mengen ein. Wenn ich jedoch als Privatperson in den Supermarkt gehe, dann würde ich nicht das Verb ankaufen benutzen, sondern ich würde eher sagen, ich kaufe Gemüse ein. Das Verb ankaufen wird jedoch manchmal auch verwendet, wenn es sich nicht um eine große Menge handelt. Zum Beispiel, die Galerie hat ein neues Bild des weltberühmten Malers angekauft. Hier könnte man jedoch auch einfach alternativ sagen, die Galerie hat ein Gemälde des berühmten Malers gekauft. Wenn unsere kleine Galerie das Gemälde aber vielleicht von einem Kunstsammler gekauft hat, dann könnte man auch sagen, die Galerie hat das Gemälde abgekauft. Hier noch ein letztes Beispiel. Stadt Mannheim soll Galeria Immobilie in P1 ankaufen. Hier geht es also darum, dass die Stadt Mannheim ein bestimmtes Gebäude kauft. Das Verb aufkaufen wird hier also verwendet, wenn erstens eine größere Menge gekauft wird und zweitens alle noch verfügbaren Güter
aufgekauft werden. Hier also das Gemüse. Das Verb verkaufen ist das Gegenteil von kaufen. Ich kaufe mir eine neue Sonnenbrille und der Händler verkauft mir die Sonnenbrille. Wir benutzen das Verb verkaufen aber nicht nur für bestimmte Produkte, sondern beispielsweise auch für Dienstleistungen. Ich verkaufe beispielsweise meine eigenen Deutschkurse. Umgangssprachlich gibt es auch den Ausdruck sich verkaufen. Wenn du auf Jobsuche bist, dann weißt du bereits, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch gut verkaufen. Das bedeutet dann hier, dass wir uns gut präsentieren, dass wir uns also von unserer besten Seite zeigen. Die Politiker versuchen, das neue Bauprojekt als einen großen Erfolg zu verkaufen. Sie versuchen also, die Menschen davon zu überzeugen, dass dieses Projekt erfolgreich war. Wenn ein bestimmtes Produkt besonders häufig gekauft wird, dann kann man auch sagen, das Produkt verkauft sich sehr gut. Dann kannst du auch folgende umgangssprachliche Redewendung verwenden. Es verkauft sich wie geschnittenes Brot. Oder auch ganz ähnlich, es geht weg wie warme Semmeln. Weiterverkaufen bedeutet, dass man etwas verkauft, was man vielleicht vorher selbst gekauft hat. Zum Beispiel: Mein Nachbar, von dem ich das Fahrrad gekauft habe, könnte beispielsweise sagen, ich habe mein Fahrrad weiterverkauft, da ich es selber nie genutzt habe. Oder auch, der Händler kauft gebrauchte Autos, repariert sie und verkauft sie dann weiter. Leerkaufen bedeutet, dass man wirklich noch alle verfügbaren Produkte kauft. Stell dir vor, du gehst in ein Geschäft und kaufst alle Produkte, die in den Regalen stehen. Naja, danach ist das Geschäft natürlich ziemlich leer. So kannst du dir, glaube ich, ganz gut die Bedeutung von dem Verb leer kaufen merken. Hier sind ein paar Beispiele. Warum Kunden in den USA jeden Morgen einen Laden leer kaufen. Oder auch ein anderes Beispiel. Während der Pandemie wurde in Deutschland super viel Klopapier gekauft. Es konnte also passieren, dass man in einen Drogeriehandel geht und es gibt kein Klopapier mehr zu kaufen. Dann könnte man sagen, der Laden war wie leer gekauft. Wie war das in deinem Land? Gab es bei euch auch bestimmte Produkte, die während der Pandemie sehr viel gekauft wurden? Also in Deutschland war es auf jeden Fall Klopapier und Mehl. Ja, Mehl wurde auch wirklich viel gekauft. Nachkaufen bedeutet, dass wir bestimmte Waren, die wir vielleicht vorher schon mal gekauft hatten, nochmal kaufen. Häufig benutzen wir dieses Verb, wenn zum Beispiel unser Vorrat aufgebraucht wurde. Zum Beispiel, ich muss unbedingt noch Mehl nachkaufen. Hier noch ein anderes Beispiel. Das Unternehmen hat sich entschlossen, weitere Aktien nachzukaufen, um seinen Anteil zu erhöhen. Umgangssprachlich kannst du das Verb aber auch noch ganz anders verwenden. Stell dir vor, es ist Sommer, du hast dir vielleicht ein neues T-Shirt gekauft und triffst dich mit Freunden im Park. Ein paar Tage später schreibt dir vielleicht eine Freundin oder auch ein Freund: Hey, ich fand dein T-Shirt wirklich cool und ich habe es mir nachgekauft. Deine Freundin oder Freund hat also das T-Shirt an dir gesehen und da es ihr oder ihm einfach sehr gut gefallen hat, hat sie sich entschlossen, dieses T-Shirt auch zu kaufen. Ausverkaufen beschreibt, dass wirklich alle Waren oder alle Tickets bereits verkauft werden. Dieses Verb wirst du besonders häufig im Partizip 2 hören. Ausverkauft. Zum Beispiel: Das Konzert von Taylor Swift war innerhalb von wenigen Sekunden komplett ausverkauft. Doch nicht nur das Konzert von Taylor Swift war komplett ausverkauft, sondern mein letzter C1-Kurs war auch komplett ausverkauft. In meinen Deutschkursen, die ich aktuell alle selber unterrichte, akzeptiere ich immer nur eine begrenzte Anzahl an Schülern. Und wenn du auf der Suche bist nach einem Deutschkurs, der wirklich live unterrichtet wird, dann schau auf jeden Fall auf meiner Webseite vorbei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du meinen Kanal abonnierst,
dieses Video likest und kommentiere sehr gerne, ob es in deinem Land während der Pandemie etwas gab, was sich alle gekauft haben. Und es gilt natürlich wie immer, wenn du Wünsche hast für ein neues Video, dann hinterlass gerne einen Kommentar oder kontaktiere mich auf Instagram oder auch über meine Webseite. Wir sehen uns wie immer nächste Woche Sonntag um 10 Uhr. Bis dann. Tschüss!